Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Monika und zeige dir heute, wie du die Auftragsübersicht in Accenture optimal nutzt. Schauen wir uns das gleich direkt in Accenture an. Wir befinden uns hier auf der Startseite. Um zur Auftragsübersicht zu gelangen, klicken wir im Bereich Verkaufen auf die Kachel Auftrag. Dadurch werden wir direkt zur Auftragsübersicht weitergeleitet, wo wir eine Liste aller in Accenture erstellten oder aus externen Systemen wie zum Beispiel deinem Online-Shop importierten Aufträge sehen. Du siehst hier die wichtigsten Details pro Auftrag, wie die Auftragsnummer, das Auftragsdatum oder mit welcher Versandart der Auftrag verschickt werden soll. Zur Auftragsampel hier ganz rechts gibt es ein eigenes ausführliches Video, das dir die einzelnen Symbole erklärt. Daher nur eine kurze Info in diesem Video dazu. Du kannst die Auftragsampel verwenden, um den aktuellen Status eines Auftrags nachzuvollziehen. Das heißt, welche Schritte im Auftragsprozess schon abgeschlossen wurden und welche noch offen sind. Wird die Auftragsampel mit grauen Haken dargestellt, wie in diesem Beispiel hier, bedeutet das, dass der Auftrag bereits erfolgreich abgeschlossen wurde. Eine Auftragsampel mit grünen und/oder roten Symbolen bedeutet, dass der Auftrag noch offen ist. Sind alle Symbole grün, wie hier, bedeutet das, der Auftrag ist bereit für den Versand. Rote Symbole bedeuten, dass es für den Auftrag noch offene Prozessschritte gibt. Das erste Symbol hier zum Beispiel sagt aus, dass in diesem Auftrag ein Artikel bestellt wurde, den ich aktuell gar nicht auf Lager habe. Ein hilfreiches Feature hier in der Auftragsübersicht ist die Miniaturansicht, die du links neben jedem Auftrag über den Pfeil nach unten aufklappen kannst. Mit der Miniaturansicht kannst du dir einen schnellen Überblick über die wichtigsten Details zu deinem Auftrag verschaffen. Hier im rechten Bereich siehst du die Angebotspositionen inklusive Lagerbestand. Wir sehen hier bei diesem Artikel, was uns die rote Auftragsampel zum Auftrag auch schon verraten hat. Für diesen Artikel haben wir aktuell keinen Lagerbestand. Und ich habe auch noch keine Lieferantenbestellung dazu angelegt. Im Bereich Zahlungseingang siehst du den offenen Auftragsbetrag und ob Accenture bereits einen Zahlungseingang dazu importiert hat. In diesem Fall nicht. Der Auftrag wurde zwar mit PayPal bezahlt. Ich kann also davon ausgehen, dass ich den Betrag auf jeden Fall erhalten werde. Die dazugehörige PayPal-Transaktion wurde aber noch nicht in Accenture importiert. Es gibt hier dann noch den Protokollbereich. Dieser zeigt dir alle bisher ausgeführten Aktionen mit Zeitstempel und Bearbeiter. Dann wird hier unten noch der Deckungsbeitrag in Euro und in Prozent dargestellt. Im linken Bereich der Miniaturansicht siehst du hier ganz oben das Aktionsmenü. Damit kannst du für den Auftrag direkt aus der Auftragsübersicht raus Aktionen auslösen. Ich könnte diesen Auftrag zum Beispiel in eine Bestellung weiterführen und damit für den Artikel, den ich aktuell nicht auf Lager habe, eine Lieferantenbestellung auslösen. Oder ich kann dafür eine Teillieferung anlegen. Den Artikel, den ich auf Lager habe, also bereits mal an den Kunden versenden. Im Bereich Dokumente sind alle relevanten Accenture-Belege verlinkt. In diesem Fall sehe ich, dass der Auftrag aus einem Angebot erstellt wurde. Wenn ich hier auf die Angebotsnummer klicke, lande ich dann auch im entsprechenden Angebot. Das funktioniert übrigens auch hier mit der Artikelnummer. Klicke ich hier rauf, lande ich im entsprechenden Artikel. Schauen wir uns mal die Miniaturansicht von diesem abgeschlossenen Auftrag hier an. Hier sind bereits mehrere Belege verlinkt. Es gibt einen Lieferschein und eine Rechnung. Und es wurde auch eine Produktion angelegt. Also den Artikel, den ich hier verkauft habe, musste ich erst einmal produzieren. Okay, soweit mal zur Miniaturansicht. Die Spalten, die hier angezeigt werden, kannst du übrigens auch anpassen, indem du hier rechts oben auf das Spalten-Dropdown klickst. Hier kannst du dir weitere Spalten einblenden oder ausblenden. Du kannst hier zum Beispiel die Spalte Internet einblenden. Wurde ein Auftrag aus dem Onlineshop importiert, wird in dieser Spalte automatisch die Auftrags- oder Bestellnummer aus dem Onlineshop angezeigt, wie hier bei diesen Datensätzen exemplarisch dargestellt. Mit dem Werkzeug-Dropdown kannst du dir die Auftragsliste exportieren, als CSV, Excel oder PDF. Und mit dem Dropdown hier rechts kannst du die Anzahl der angezeigten Aufträge pro Seite erhöhen.
Hier links findest du verschiedene Filteroptionen. Du kannst hier zum Beispiel nach Status filtern. Hier vorne steht noch eine weitere Filterliste zur Verfügung. Damit kannst du zum Beispiel nach Aufträgen filtern, zu denen noch keine Rechnung erstellt wurde oder bei denen das Lieferdatum bereits überschritten wurde. Dann hast du noch ein Suchfeld zur Verfügung, mit dem du zum Beispiel nach einer bestimmten Auftragsnummer oder Kundennummer suchen kannst. Und mit dem Filterbereich hier kannst du eine detaillierte Suche durchführen. Am Ende der Seite steht dir noch eine Stapelverarbeitung zur Verfügung. Du kannst Aufträge in der Auftragsliste markieren und alle markierten Aufträge mittels Stapelverarbeitung zum Beispiel als storniert kennzeichnen. Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf die wichtigsten Punkte im oberen Bereich der Seite. Hier rechts oben hast du eine Verlinkung zum Bericht Bruttoumsatz pro Artikel. Mit diesem Bericht bekommst du schnell einen Überblick, welche deiner Artikel sich gut verkaufen. Mit dem Neu-Button hier kannst du einen neuen Auftrag in Central anlegen. Und ganz wichtig noch, hier im Tab Versandübergabe werden dir ausschließlich die Aufträge angezeigt, bei denen die Auftragsampel komplett grün ist. Das heißt, diese Aufträge sind versandbereit und können an die Logistik übergeben werden. Das kannst du in Central manuell oder vollautomatisiert durchführen. Mehr dazu aber in einem eigenen Video. Das war's auch schon. Jetzt kennst du die Grundlagen der Auftragsübersicht in Central. Viel Erfolg bei der Auftragsbearbeitung und bis zum nächsten Video.